So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Abschnitt unseres 2D, 3D Sidescrollers. In diesem Kapitel wollen wir uns mal um einen fliegenden Monster-Enemy kümmern und dazu schauen wir uns mal an, was wir da zur Auswahl haben. Ich gehe jetzt mal auf die Monster vor Survival Game und dann auf Mesh und dann auf PBR und ich würde mich jetzt entscheiden, zum Beispiel für den Swarm 09 SK. Ich mache den jetzt mal auf, ich muss ihn wieder drüben einklinken und dementsprechend finde ich, sieht der eigentlich schon ganz süß aus. Gut, du kannst natürlich dann später jede andere Variante selbstständig andocken. Du weißt ja dann auch, was du zu tun hast, für welche Variante. Nur das Fliegen, das fehlt uns jetzt noch und das werden wir jetzt einfach mal implementieren. So, und dazu gehen wir einfach mal auf Content, wir gehen auf Enemies, wir gehen auf Monster, auf Blueprints und wir interessieren uns jetzt nicht, was wir hier gemacht haben, weil wir leiten ja alles eigentlich von unserem BP Monster Master Child ab und da mache ich jetzt einfach mal ein Child Blueprint draus und das nenne ich jetzt einfach mal BP underscore Monster und dann dementsprechend Mosquito underscore Child. So, jetzt hoffentlich habe ich mich nicht verschrieben. Man sieht es ja immer so schlecht. BP Monster Mosquito Child. Super. Dann werde ich das verschieben in den Blueprints Ordner, wo unsere anderen Child bereits drin sind. Move hier. Und dann habe ich hier dementsprechend schon mein BP Monster Mosquito. So, dann benötige ich wie immer ein Animation Blueprint. Die kann man leider nicht kopieren, weil die sind ja eben Skeleton Mesh abhängig. Deswegen machen wir die jedes Mal neu. Animation Blueprint und dann benötige ich die 09 wollte ich haben. Ja, wie hat es das Ganze geheißen? Ich probiere es mal mit 09. Genau, Swarm 09 und dann gehen wir auf Create. So, ich nenne es aber nicht Swarm, weil es gibt einen Swarm 08, also ich mache jetzt einfach Animation Blueprint ABP underscore und dann Mosquito. So, dann weiß ich, das ist mein ABP Mosquito. So, dann können wir das auch gleich mal öffnen und dementsprechend, ich muss es jedes Mal einklinken, es geht immer auf dem anderen Bildschirm auf, das hört nicht auf, das ist eine never-ending Story. Und jetzt hängen wir uns einfach mal das Mesh hier rein von unserem Swarm. So, da geben wir den Swarm ein und wir nehmen den 09er SK und dementsprechend bekommt es auch gleich unser Blueprint mit dazu. Das wird sein unser sogenanntes Mosquito ABP, Mosquito Blueprint. So, da passiert noch nichts, weil wir haben in unserem Animation Blueprint noch nichts erledigt. Das werden wir aber gleich tun. Das heißt, wir machen uns einfach mal dieses ABP Mosquito mal auf und wie üblich kopieren wir uns die ganzen Sachen von irgendeinem anderen rüber. Das bedeutet, ich mache jetzt einfach mal den Pilz auf. Dann nehme ich diese beiden Geschichten hier, diesen Random Sequence Play und den Default Slot, damit wir auch die Montagen spielen können. Und dann gehen wir rüber ins Mosquito, Steuerung V und verbinden das Ganze hier mit dem Output Result. So, dann gehen wir mal auf Compile und Save. Und jetzt müssen wir die Geschichten noch zuordnen und jetzt müssen wir erstmal schauen, was dieses Mosquito denn so mitbringt. Und jetzt gehe ich hier praktisch bei Animationen, also Monster for Survival Game Animation PBR, da gehe ich jetzt auf meinen Swarm 09. So, hier sehen wir, dass wir wesentlich weniger Animationen zur Verfügung haben. Das ist natürlich jetzt eine andere Geschichte an der Stelle. Da sollten wir jetzt einfach mal überlegen, was wir da reinpacken. Was haben wir denn da? Wir haben eine Attack, wir haben eine Die, eine Hit, eine Idle, eine Move Backward, Forward, dann haben wir Move, das wird wahrscheinlich Left sein und das wird Right sein. Das heißt, in diesem Fall werde ich jetzt einfach mal die Idle sozusagen hier mit reinpacken, wo ich normalerweise die Walk habe, weil wir haben sie ja sowieso in Flugbewegung, dann sieht die so in Flugbewegung aus und dann nochmal Steuerung und Space und dann gibt es ja auch noch eine Move Forward, die selektieren wir auch an und die kommt dann hier rein. So, dann haben wir hier zwei verschiedene Geschichten, das eine sieht so aus, das Random ist wieder hier 1:3, das lasse ich immer gleich.
schaue ich mal, ob auch die Varianten dann auch mal durchgespielt werden. Ja, man sieht es, ab und zu geht es mal ein bisschen nach oben und nach unten und dann gehe ich auf Kompilieren. Save müssen wir nicht mehr und dann können wir uns von den beiden Animation Blueprints mal trennen. So, dann fliegt das Ganze schon. Das bedeutet, es wäre eigentlich schon einsatzbereit, aber natürlich müssen wir es noch flugtauglich machen. So, und wie machen wir es flugtauglich? Es würde ja immer mit der Capsule Component Collision eben sich auf dem Boden mit der Gravity sozusagen dann zum Boden hingezogen fühlen. Und dementsprechend werden wir jetzt einfach mal im Construction Script den Movement Mode umstellen. Das heißt, wir gehen hier raus und sagen einfach mal Set Movement Mode und zwar vom Character Movement. Das ziehen wir uns so hoch. Ich werde das Ganze hier ein Stück nach unten tun und dann sage ich hier mal Flying. So, dann haben wir das schon mal erledigt und dann können wir hier auf Compile und Save gehen. So, dann an dieser Stelle haben wir ja gesehen, wenn ich das nochmal aufklappe, dass wir dementsprechend wirklich keine Special-Animationen hier zur Verfügung haben, wenn wir nochmal durchschauen. Das bedeutet, wir werden auch keine Specials benötigen, das heißt, wir werden einfach die Variable überschreiben, die wir in unserem Child Master drin haben. Ich zeige es doch mal, Level 1, wir haben unser Monster Master Child und da haben wir ja unsere Play Special Animation defaultmäßig auf True und beim Moskito können wir das nicht brauchen, weil wir hier nichts zur Verfügung haben. Das heißt, ich ziehe hier raus und sage einfach mal Play Special Animations und da brauchen wir auch keine Variable für True und False, weil wir haben einfach keine und dann sagen wir einfach mal Play Special Animation ist False. So, dann haben wir das drin und dann, ich möchte die jetzt nicht destroyen können, dann machen wir auch wieder die Damage Box Geschichte, die nehmen wir hier raus und dann werden wir einfach sagen dazu Destroy Component. So, da haben wir wieder mal ein Destroy Component und die Damage Box wird dann gleich schon mal entfernt, sodass eben dieser On-Component-Begin-Overlap, den wir ja keinen Override machen können, sozusagen nicht mehr fruchten kann. So, dann gehen wir mal auf Compile, wir gehen zurück in den Event-Graph und die Damage-Box sicherheitshalber legen wir hier drüben mal auf 0 und auf 0. So, dann haben wir diese Spiele schon mal fertig, das heißt, das Ganze sieht schon mal so aus. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel so die Killbox, die Killsphere, weil wir wollen ja unseren Gegner auch attackieren können an dieser Stelle und dementsprechend werden wir das Ganze eben auch wieder auf Killing umstellen. Das bedeutet, wir werden die Killsphere vielleicht ein wenig größer machen. Ich mache mal 40 draus, dass das ein bisschen mehr Wucht bekommt. So, dann benötigen wir eigentlich nur noch die Kill-Geschichte. Die holen wir uns jetzt, gehe ich auf den Event-Graphen, die holen wir uns natürlich aus der Geschichte von unserem anderen Enemy-Monster. Das heißt praktisch, wir haben ja hier diese Turtle Shell gemacht im vergangenen Kapitel, der dann sozusagen dieses On-Component Begin Overlap Killsphere abwickelt. Und hier haben wir ja schon mal vorbereitet, dass wir Apply Damage zu unserem Player sozusagen übergeben und zwar natürlich an der Stelle, ich wiederhole das schnell nochmal, Blueprint Third Person, hier haben wir Event Any Damage, wir printen einfach nur mal die Schadensanzahl in einer Float-Variable. So, gut, das kommt sehr spät hier hinten, das Apply Damage. Das heißt praktisch, wir haben die Animation, die spielt sich eine Sekunde ab oder spielt sich komplett ab. Dann warten wir noch eine Sekunde, bis wir dann den Actor dann wieder ignorieren und das ist mir zu spät. Das heißt, wir kopieren erstmal das hier raus. Ich befinde mich in der Turtle Shell Child und dann werde ich das Ganze hier vorne einfach mal implementieren. Das bedeutet, ich nehme das Ganze hier mal mit, sozusagen so und schiebe das dann ein wenig nach drüben, so dass ich dann direkt, auch wenn ich auf diese Killspheres springe, dass ich dann sofort natürlich Schaden nehme und nicht abwarte, bis die Animation abgespielt ist und dann wieder um noch eine Sekunde. Das bedeutet, ich gehe hier rein, damit das Ganze etwas flotter ist und authentischer wirkt.
So, dann haben wir das hier so drin und das habe ich deswegen gleich umgestellt, weil wir uns das einfach mal schnell rüber kopieren. Ich wollte es da nicht wieder einen Schalt machen, es könnte ja sein, dass wir da unterschiedliche Geschichten spielen wollen und deswegen werde ich die zwei Sachen einfach durchkopieren und zwar rüber in mein Moskito. Ich suche mir einen freien Platz und lege das Ganze einfach mal hier mit hinein und zwar so, dass es dann einigermaßen unterhalb der anderen Geschichten eingereiht ist. So, wir machen das ja wieder so, dass wir den Player dann ignorieren in unserem Obstacle Sphere Trace. Das bedeutet, wir müssen das gleiche machen wie bei der Turtle Shell, bei OnBeginPlay. Da haben wir ja diesen Character ausgeklammert. Das ist ja Set Actors to Ignore. Das gibt es ja hier in unserem Monster Master Line Trace for Obstacle. Da haben wir hier ja ein Empty Array. Und das muss hier drüben natürlich dann ebenfalls gefüttert werden. Und das tun wir auch gleich, indem wir das Ganze hier dann reinkopieren. Und dann haben wir diesen Actor auch ignored. So, das war jetzt schon mal das Spiel mit der Geschichte und dann gehen wir mal auf Compile und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unseren BPC, also unseren Komponenten Monster Animation Montage füttern. Wir haben leider keine Specials, haben wir gesehen, aber eine DES werden wir sicher haben. Da klicken wir mal auf Plus, dann Steuerung und Space und hier würde es ja auch eine Die geben, hoffentlich, hier steht Die, aber zuallererst Steuerung A, rechte Maustaste und dann Create, wie üblich, Animation Montages, sonst würde das mit diesem Default Slot nicht konform sein. So, dann ich meine Die Anim und die werde ich hier reinlegen. Es gibt an der Stelle nur eine, das heißt es bleibt dabei und Attack habe ich aktuell sozusagen hier eine Attack-Geschichte vom Swarm und da habe ich Attack Anim und das wäre mein Attack Montage und dann geht es schon weiter mit Die. Das heißt, ich habe auch nur eine einzige Attack Geschichte und dann selektiere ich mir wieder die Montage an und dann gehe ich bei Attack hier auf ein Array und dann legen wir uns dieses Attack hier mit hinein. So, dann haben wir diese Geschichte hier auch schon abgeriegelt und das können wir jetzt auch gleich schon mal testen. Das war es eigentlich an der Stelle schon fast. Wird noch nicht ganz fliegen, weil wir werden noch ein Problem haben mit unserer Gravity, die stellen wir aber gleich im Nachhinein ein. So, ich werde das Ganze hier unten mal positionieren. Ich gehe auf Enemy, ich gehe auf Monster, Blueprints und dann lege ich mein Moskito hier einfach mal so hin. Wieder aufpassen, wir haben wieder nicht die 500, aus dem Grund, den keiner versteht. Und dann, wenn ich das Ganze hier einfach mal nur Simulate mache, ich gehe hier auf die 3 Pünktchen und dann auf Simulate, dann sehe ich, mein Moskito fliegt runter und jetzt beobachten wir das Ganze. Und wenn es jetzt über den Rand gehen würde, nein, das funktioniert so mit dem Check nach unten, es dreht genauso um und es würde dann auch bei Hindernisse dementsprechend auch umdrehen. So, es fliegt jetzt leider natürlich nach unten, das heißt, wir machen noch ein paar Einstellungen. Bei Character Movement kann nie schaden, es gibt eine Can Fly, aber die wird nicht unbedingt notwendig sein, aber das wäre was, wo man dann hinten im Animation Blueprint dann sozusagen mit ansteuern können. Also machen wir hier auf jeden Fall mal ein Häkchen rein und dann gehen wir auf Gravity und den Gravity Scale, den würde ich jetzt, ich gehe mal ganz hoch auf mein Monster, damit ich alles habe. Das heißt praktisch, ich habe hier einfach die Gravity, da mache ich den Scale einfach mal auf 0 und dann stellt sich noch die Frage, ob wir hier oben dann die Häkchen rausnehmen sollen oder nicht. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Das heißt, ich werde jetzt meinen Charakter in der Luft lassen und man sieht, er bleibt in der Luft. Und jetzt ist der Trace nach unten natürlich wesentlich länger und hier dreht er sich kurz um und das Ganze ist abhängig jetzt von dieser Fly-Geschichte, weil es einfach ein bisschen noch nach vorne und nach hinten bounced. Da habe ich eine Zeit lang gebraucht, um das zu verstehen. Es geht einfach nur darum, dass wir hier die Geschichte hier, diese Line Trace vor Floor, einfach weiter nach vorne ziehen. Das ist jetzt mal eine Testsache, wie weit das sein soll. Das heißt praktisch so weit, bis es dann wirklich auch funktioniert. Wenn das hier mit dem Grünen dann nicht reichen würde, müssten wir, sieht man, jetzt hat es noch nicht gereicht, der dreht um, aber er hat noch so ein Schlendern, weil er sich so ein bisschen umdrehen noch abbremst. Das bedeutet, er muss noch ein Stück nach vorne. Und man könnte natürlich dann auch
erweitern mit den 150, aber ich denke, die sind hier absolut ausreichend, die wir hier drin haben in unserer Rhine-Class for Floor. Da haben wir drin den Abvektor mal minus 150. Damit kann man natürlich auch immer noch spielen, falls es irgendwo Probleme gibt. Und man sieht ja auch diese ganzen Traces. Wenn du die irgendwann ausschalten möchtest, natürlich jeden Trace aufrufen und dann hier einfach auf None gehen, dann ist das Ganze auch nicht mehr sichtbar. Aber ich lasse es jetzt in der Entwicklung auf Duration, damit ich es einfach auch sehen kann. So, dann muss ich anscheinend mit meinem Moskito noch ein Stückchen weiter vor. Das mache ich jetzt, weil das anscheinend sozusagen das Ganze noch ein bisschen ausbremst. So, dann gehe ich auch noch ein Stück höher vielleicht. Der soll ein bisschen höher fliegen. Ich möchte mich ja, tja, das ist mir jetzt die falsche Richtung. Entschuldigung, wieso geht der gleich so los? Das ist natürlich jetzt auch nichts. Tue ich vielleicht ein bisschen runter, vielleicht hat er seinen Trace schon verloren. Ah ja, der hat den Trace verloren mit den 150. Also ich lasse ihn mal so fliegen, in der Hoffnung, dass er es jetzt schafft. Weil er bremst sich jetzt aus, genau, durch diese Flugeigenschaften. Das war jetzt sehr knapp. Das sieht total witzig aus, wenn man ganz ehrlich ist. Weil er dreht um und tut noch ein bisschen nachshaken. Und das ist natürlich sehr smooth. Und wenn er jetzt nämlich das nochmal verlassen würde, dann würde er weiter nach links ins Unendliche hinausfliegen. So, und genau so möchte ich das dann eigentlich auch haben. Gut, dann an der Stelle können wir dann wiederum einfach mal ein paar mehr reinstellen. Das heißt, ich könnte jetzt an der Stelle natürlich eine Kopie draus ziehen. Das mache ich auch. Ich drehe mir einmal so rein und dann mache ich mir noch eine Kopie von diesem hier und dann bin ich so frech und sage, einen lege ich sogar weiter nach unten, der soll am Boden fliegen, das heißt einmal muss ich mich ducken und einmal muss ich springen und das Ganze werde ich jetzt einfach mal speichern mit einem Save All und dann dementsprechend gehe ich dann hier einfach mal auf Selected Viewport. So, dann schauen wir mal, wo wir da gerade stehen und ob das Ganze auch klappt. Aber ich glaube, ich habe den Boden ein bisschen verschoben, oder? Klappt das noch mit dem Runterspringen? Nee, das klappt nicht mehr. Da habe ich im letzten Abschnitt sozusagen ja eine Kopie gemacht. Genau. Das obere habe ich verlängert. Das war mein Hauptproblem. Und dann werde ich dementsprechend natürlich meinen Aufzug wieder nach hinten stellen, dass ich da auch wieder hochkomme. Und das muss ich natürlich auch verlängern, sonst habe ich da überhaupt keine Chance. Und dadurch habe ich den Aufzug natürlich immer noch nicht weit genug. Das heißt, er geht noch ein bisschen weiter rüber. Und das Ganze werde ich jetzt einfach mal so hersetzen. So, dann kontrolliere ich nochmal, ob ich da einigermaßen drauf käme. Und dementsprechend können wir das so machen. Und den Aufzug, ja, ich schiebe es noch ein bisschen rüber, dass das Spiel logisch einigermaßen noch klappt. Es ist ja praktisch alles nur jetzt im Sinne der Monster und ganzen Funktionalitäten, die wir da integrieren wollen. So, dann sollte man auch wieder zurückkommen. Bisschen Fleiß muss sein. Und dann gehen wir auf Save All. Und jetzt versuche ich das Ganze einfach mal. Ich springe jetzt einfach mal. Jetzt gehe ich einfach durch die Röhre. Das wollte ich zwar noch nicht. Und dann gehe ich da drüber. Und dann können wir hier sozusagen runterspringen. Und jetzt schaue ich mal, wie das abläuft hier. Da sollten ja welche unterwegs sein. Da kommt einer, da springe ich drüber. Jetzt, wenn ich da nicht drüber springe, dann attackiert er mir. Da habe ich hier oben schon 10. Der dreht dann auch wieder um. Das haben wir ja auch so programmiert. Ebenfalls bei der Turtle. Und dementsprechend sollten es 2 sein. Sind es nicht 3? Das war die nächste Frage jetzt von mir. Der würde mich auch attackieren. Das tut er auch. Da kann man aber drüber springen. Also irgendwie, weiß ich nicht, waren das nicht 3? 1, 2, 3. Einer ist mir irgendwie abhanden gekommen. Gut, wenn du das Spiel mit Play From Here starten möchtest, hast du ein Problem. Du musst aufpassen, in was die Richtung von unserem Player Start ist. Und die zeigt sozusagen in der X-Richtung, in diese Richtung. Das heißt, ein Play From Here musst du so einklinken, dass du auch in diese Richtung schaust. Ansonsten würde die Steuerung nicht funktionieren. So, jetzt schauen wir mal an der Stelle, was da das Problem ist. Ich ducke mich jetzt einfach mal. Und dann springe ich. Und der ist jetzt sozusagen abgehauen. Das heißt, ich muss ihm doch noch ein bisschen mehr geben. Das werde ich auch. Dann ziehe ich mir den noch ein Stückchen nach vorne, weil der das anscheinend nicht wirklich schafft. So, dann mache ich noch mal ein Play From Here. Das heißt, ich orientiere mich in dieser Richtung aus und mache ein Play From Here.
und dann dementsprechend ducke ich mich mal und schau mal, wie der über mich drüber geht. Das müsste eigentlich funktionieren und dann dreht er um und fliegt auch wieder zurück, aber der andere orientiert sich. Ja, wenn sie zusammenknallen, gibt es ein richtiges Problem. Das heißt, wir müssen dementsprechend auch diese Geschichte wirklich noch weiter nach vorne setzen. So, was haben wir denn hier beim Line Trace for Obstacles? Da haben wir ja an der Stelle einfach mal nochmal nachschauen. Da haben wir ja drin Line Trace for Obstacles. Da haben wir drin 50. Gehen wir da nach vorne. Das bedeutet ja immer ab dem Pivotpunkt gehen wir um 50 nach vorne. Da können wir vielleicht noch ein Stück zurückgehen. Ich gehe da einfach mal in die orthografische Left-Ansicht zum Beispiel und gehe da mal rein. Außerhalb natürlich von der Capsule und an der Stelle wäre da mein Obstacle, kann man auch ein bisschen runtergehen, damit der Bird ja so richtig oder der Moskito so richtig drin liegt. Es liegt jetzt momentan daran, dass der einfach nicht runterfallen soll. So, und wichtig wäre natürlich auch für mich, dass ich mich auch ducken kann. So, dann versuche ich es einfach nochmal und jetzt kommt da einer und jetzt ducke ich mich. Ich laufe jetzt da mal geduckt mit und schaue, was der so treibt. Der dreht jetzt um. Der andere hat auch umgedreht, der hat mir, glaube ich, einen Schaden verursacht, aber der haut mir natürlich jetzt ab, weil er sich umdreht in dem Moment, wo der andere ihn sozusagen trifft. Okay, daran müssten wir dann noch arbeiten an dieser Stelle, aber das könnte man natürlich auch blockieren, indem wir einfach dann sagen, okay, weil sonst sind diese Sachen hier viel zu weit nach vorne. Ich würde sagen, die stellen wir doch wieder daher. Und dann lassen wir uns vom Level Design einfach irgendwas einfallen. Das heißt, wir holen uns hier einfach mal so einen Cube runter in der Kopie und den lege ich dann spaßhalber mal hier hin, dass da einfach irgendwas anderes ist, weil wir haben ja wirklich die Möglichkeit, das später so zu gestalten, wie wir Lust haben. Ich muss hier nur die Raster auch mal einschalten und dann dementsprechend versuche ich das dann mal hier dran zu klatschen und noch ein bisschen runter, dass es so aussieht und dann hänge ich das einfach mal so dran im Prototyping und dann dürfte dieses Problem auch nicht mehr bestehen. Ich werde jetzt auch den Tiefen mal nach hinten schieben. Das ist jetzt einfach mal ein bisschen so eine Ausprobierarbeit, aber wenn es mal steht, dann steht es und wie gesagt, du siehst jetzt auch, an welchen Reglern und Hebeln du drücken musst, damit irgendwas funktioniert. Das würde bedeuten, ich ducke mich jetzt mal, dann kann mir nichts passieren. Der müsste eigentlich sauber umdrehen, das macht er auch. Und jetzt kriegt er das Problem, dass ihn der andere nämlich zufälligerweise da trifft, der attackiert mich und der macht sich den Spaß und fliegt da unten durch, weil meine Geschichte hier anscheinend nicht niedrig genug ist. So, dann baue ich mir da noch eins dazu und werde das Ganze hier nochmal so positionieren, dass es da besser funktioniert. Gut, das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt jetzt stundenlang vermeiden, das kann man ja dann mit dem Level Design noch abriegeln, aber das ist nur der Moment, in dem Moment, wo die beiden sich treffen und durch das Umdrehen ist natürlich der Punkt viel weiter vorne, sonst müssten wir 2 Punkte verwenden und das wäre natürlich auch nicht toll. Man sieht, wie der noch nacheiert und jetzt dreht er da auch wieder rein und dementsprechend kann ich jetzt hier praktisch mich im geduckten Modus unter den durchschleichen und wenn ich natürlich aufstehe, dann hittet er mich natürlich sofort und dreht sich auch um. Das haben wir uns ja auch von der Turtle kopiert. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal kurz durchzuspielen. Ein paar sind jetzt Aufzug gefahren, wie es aussieht. Der wird mich jetzt hitten und wird sich drehen. Genau, dann kann ich hier unten durchgehen und der wird wahrscheinlich jetzt auch Aufzug fahren und dann geht er wahrscheinlich ganz woanders hin. Das ist natürlich, liegt jetzt am Aufzug, das muss man dann halt einfach wieder anders gestalten, weil der Aufzug wird ja sowieso nicht an dieser Stelle bleiben. So, was mir jetzt noch aufgefallen ist, was mir noch keinen Spaß macht, ist, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich mal ein paar kaputt, damit ich meine Ruhe habe, wenn ich mich zum Beispiel jetzt ins Crouching bewege und dann möchte ich springen, dann passiert nichts. Ich muss erst wieder die Taste C drücken und dann
bin ich in der Lage zu springen. So, und das gefällt mir an der Stelle nicht. Ich möchte auch aus dem Crouch raus springen können und das würde ich jetzt gerne einfach noch einbauen. Das bedeutet, wir wechseln auf unseren Third-Person-Player und wir haben ja hier praktisch unseren Flip-Flop für Crouching und beim Jump ist es so, ich würde sagen, wenn er croucht, dann soll er halt dementsprechend eben auch dann sozusagen auch uncrouchen und dann jumpen. So wäre jetzt mal meine Idee. Das heißt praktisch, ich gehe hier bei dem Jump einfach mal raus und dann sage ich beim Started, da mache ich jetzt einfach mal einen Branch rein und wir wissen ja, dass wir das über das Character Movement abfragen können. Das heißt, ich gehe hier raus und dann sage ich is crouching, das haben wir auch im Animation Blueprint von Money mit drin, is crouching und Movement is crouching und wenn er jetzt croucht, dann soll er natürlich an der Stelle erst einmal uncrouchen. Das heißt, wir machen hier ein Uncrouch und danach einen Jump. Und wenn er nicht croucht, dann soll er einfach nur diesen Jump ausführen. So, das heißt, wir können dann hier so rein. Das heißt, falls er croucht, soll er erst uncrouchen und jumpen und ansonsten soll er einfach gleich direkt jumpen und der Rest bleibt so, wie es ist. So, dann können wir das Ganze hier natürlich wieder ein bisschen mit dem Kommentar ein bisschen überschaubarer machen. Und hier haben wir leider ja den Flip-Flop, das heißt, wenn wir hier uncrouchen, dann würde er hier wieder crouchen, weil das wechselt ja immer. Das heißt, von dem Flip-Flop müssen wir uns natürlich durch diese Routine hier oben trennen. Das heißt, wir ziehen hier einfach raus und dementsprechend werden wir einfach schauen, was er gerade macht. Das heißt, wir gehen raus, wir müssen hier aber bei Started rausgehen und dann haben wir hier wieder einen sogenannten Branch. Da machen wir ebenfalls so die if-Anweisung und dann wieder das Character Movement mit der Abfrage is crouching. So, dann haben wir is crouching und wenn du gerade croucht, dann sollst du natürlich uncrouchen. Du crouchst, dann tust du uncrouchen und ansonsten sollst du bitte crouchen. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt hier einfach mal abgefragt, ob er denn croucht. Dann soll er uncrouchen und jumpen, weil er hat einfach nicht gejumpt im Crouch und dementsprechend, falls er nicht gecroucht ist, soll er sowieso jumpen. Und hier haben wir die Routine einfach gewechselt durch den Flip-Flop, weil wenn wir hier nämlich einen Uncrouch machen, dann würden wir hier automatisch wieder einen Crouch kriegen, weil wir Flip-Floppen ja. Und deswegen haben wir diese Sache hier einfach mal ein bisschen umgebaut. So, dann auf Compile und dann nochmal auf Play und dann, ich springe jetzt da mal drauf, aber den kann ich ja nicht schießen und dementsprechend möchte ich mal ein paar davon jagen und dann können wir das mal probieren. Ich gehe auf Crouch und jetzt gehe ich auf Sprung. Das funktioniert leider auch noch nicht. Ich gehe auf Crouch. Wenn ich jetzt auf Sprung gehe, steht er zumindest mal auf. Das bedeutet, wir werden hier noch bei der Jump-Geschichte auch noch das Triggered mit verbinden. So, also das Triggered und das Started gehen in diese Branch mit hinein und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Ich gehe auf Crouch und dann gehe ich auf Sprung. Jetzt muss ich bloß ein bisschen aufräumen, dass ich hier ein bisschen was sehe auch davon. So, ich bin im Crouch und jetzt gehe ich auf Jump. Jetzt kann ich auch wieder auf Crouch. Genau. Oder ich kann mit C aufstehen, crouchen, aufstehen und ich kann immer jumpen, crouchen, laufen und ich kann aus dem Crouch raus auch jumpen, was natürlich das Ganze wesentlich spielbarer macht. So, dann, das war es jetzt mit einem fliegenden Moskito, das natürlich auch unterhalb agieren kann. Beide greifen an. Beim einen muss man sich ducken, beim anderen muss man drüber springen. Ich finde, das ist auch eine ganz witzige Lösung an der Stelle. Wir haben einfach eine Child-Geschichte draus gebastelt und haben dann dementsprechend gleich mal die Play Special Animation auf False gestellt, weil wir einfach keine hatten. Das ist ja das Schöne an unserer Komponente, dass wir da auch sagen können, wir haben halt einfach nichts, also soll das Ganze hier drüben auch nicht wirklich passieren dann an der Stelle, dass das mit den ganzen Animationsgeschichten dann, was wir hier oben ja implementiert haben, Animate Monster, dass das einfach nicht passiert.
So, dann haben wir das Ganze einfach mal so gebastelt. Wir haben die Damage Box wieder raus, weil wir die Moskitos nicht töten. Zurzeit zumindest, das ist alles Geschmackssache, kannst du machen wie du magst. Dann haben wir natürlich den Player wieder rausgenommen aus diesem Trace, aus dem Fair Trace for Obstacles, damit das Moskito nicht umdreht, wenn es uns sieht. Und dann haben wir den Kill Sphere zwar nicht overrided, sondern einfach, wir wissen ja, der geht ja hier dementsprechend ja bei False raus. Und dann haben wir hier sozusagen, ja, weil das Can Kick ja niemals aktiviert wird ohne unsere Damage Box, gehen wir hier bei False raus und dann geht es eben weiter bei diesem Begin Overlap Kill Sphere und der macht praktisch das gleiche, was die Turtle-Geschichte macht. So, und das einzige, was wir noch nach vorne kopiert haben vor die Animation, ist das Apply Damage, damit das auch pünktlich drüben bei unserem Player schon mal ankommt, hier mit der Event Any Damage. So, jetzt können wir praktisch hier auch nochmal einen Kommentar rumschlagen, das heißt wir markieren es und dann machen wir einen Comment und ich würde mir einfach mal da die Geschichte mal so rauskopieren, weil ich bin immer ein bisschen schreibfaul, aber die Kommentare helfen natürlich auch am Schluss, ja, dass man sich besser zurechtfindet und das ist einfach unser Crouch Input. Das solltest du immer mal berücksichtigen, dass du das einfach machst und dann einfach Crouch can be configured. Gut, in dem Sinn kann man sich denken, aber okay, Unreal schreibt es auch rein, also machen wir das auch, can be configured und ich nehme da auch gerne immer meine andere Farbe her, zum Beispiel die da, dann weiß ich, das ist direkt von mir und dementsprechend haben wir ja hier noch das Apply Damage, da brauchen wir noch nichts machen, aber das ist unser Interface für die Transport Tube, das können wir natürlich auch noch kommentieren, das ist unser Transport Tube Interface. So, unser Transport Tube Interface und das bekommt von mir wieder die gleiche Farbe hier oben. Das ist Geschmackssache, du kannst wieder die Farbe nehmen, die du Lust hast oder eben keine Kommentare, wenn du das einfach nicht machen magst. So, dementsprechend war es das mit dem fliegenden Monster. Also wir haben jetzt hier lediglich nur, wie gesagt, mit der Graffiti gearbeitet. Das war diese Graffiti, was haben wir denn gemacht? Wir haben den Graffiti Scale auf 0 gesetzt und die Unable Graffiti vom Mesh und von der Capsule haben wir drin lassen dürfen. Also es hat Graffiti, aber halt dementsprechend keinen Graffiti Scale. Dann wäre es wahrscheinlich auch mal interessant zu gucken, was passiert, wenn ich von unten hinspringe, ob das Ganze dann nicht nach oben hüpft. Das probiere ich jetzt noch aus. Das heißt, ich ducke mich und dann kommt der nochmal und jetzt springe ich den an. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen doof angestellt. Jetzt gehe ich daher, jetzt kommt der andere, der dreht wieder um. Das ist jetzt ein doofer Versuch, ich probiere ihn einfach nochmal, Entschuldigung, das hat jetzt so nicht funktioniert, wie ich das wollte. Ich wollte nur schauen, ob ich die in der Höhe verschieben kann. So, dann gehe ich einfach auf Crouch und jetzt jump ich den. Ne, ich kann überhaupt nicht jumpen, wenn ich unterhalb bin, weil mir der im Weg rumsteht. Okay, das macht schon mal Sinn, aber ich kann mich wahrscheinlich hitten, wenn ich reinspringe. Das sollte zumindest dann auch so sein. So, dann habe ich hier einen Hit bekommen. Ja genau, ich kriege 10 Abzug, wenn ich im gecrouchten Modus sozusagen, gut, da fliegt er mir jetzt drüber, aber ich kriege den Hit auf jeden Fall mit. Gut, super, dann würde ich sagen, das war's. Das war jetzt unser Fliegender. Die anderen Monster kannst du fast selber integrieren. Wir haben jetzt eins, das nur kaputt geht. Wir haben eins, das wir schießen können, um andere kaputt zu machen. Und wir haben eins, das uns nur attackiert, dass wir einfach nicht zerstören können. Das ist unsere Turtle, die greift natürlich auch immer einmal an und dreht sich dann praktisch wieder um und dementsprechend kann die genauso gut eben attackieren oder wenn ich drauf springe, werde ich auch meine 10 Punkte abzukriegen oder was wir danach eben auch definieren. So, das ist sozusagen meine Turtle-Geschichte. Aktuell dreht sie aber nicht weiter, die verfolgt mich dann lieber, aber das ist egal, das kann man noch
nachjustieren eben mit der Distance for Obstacles. So, okay, das war's mit unserem fliegenden Moskito und ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.